Wann FEC 2026? Tja, das weiß keiner. Ich würde mal behaupten, je später das Update kommt, desto später wahrscheinlich auch der FEC. Also dann eher wieder Mai oder vielleicht sogar später als Mai. Sie haben ja mit dem diesjährigen FEC haben sie ja gezeigt, dass sie durchaus flexibel sind. Weil ja alle von Mai ausgegangen sind und dann war es ja einfach April. 1 Monat früher oder 4 Wochen früher, als man erwartet hätte. Also haben sie ja eine gewisse Flexibilität gezeigt. Und entsprechend ist theoretisch alles möglich. Vielleicht sogar März. Aber früher würde ich sagen, ist eher unwahrscheinlich, weil ja eigentlich es keinen großen Sinn macht, das Update zu releasen und direkt danach, also in Fly-Verhältnissen, direkt danach den nächsten FEC zu starten. Großes Update und FEC sind nur die beiden größten Hype-Phasen in Fly, wo die meisten Leute zum Spiel zurückkehren und die meisten Leute neu anfangen. Und entsprechend wird es eigentlich schon Sinn ergeben, da eher mehr Zeit als weniger Zeit vergehen zu lassen zwischen diesen beiden Hype-Phasen. Also mal angenommen, das Update käme Mitte Dezember, dann würdest du den FEC ja nicht im März starten wollen. Das wären dann gerade mal 3 Monate so ungefähr. Und April wären 4. Also würdest du ja dann eher Mai oder Juni wahrscheinlich anpeilen, damit es zumindest an ein halbes Jahr rankommt. Oder zumindest 5 Monate. Aber wie gesagt, theoretisch ist alles möglich. Ist nichts in Stein gemeißelt. Und meine Gilde meint immer, alles locker, wenn man in 2 Wochen nicht spielt, heulen alle rum, dass mein Gear zu bad ist. Wie kann das sein? Im WoW kommt da so viel neues Gear raus? Dass du 2 Wochen nicht spielst und dein Gear ist veraltet? Und wie mein Plan aussieht, wenn FEC durch ist und das Update noch lange auf sich warten lässt, dann chill ich mal wieder ein bisschen. Also, das letzte halbe Jahr war schon crazy. Ich habe halt gefühlt 1000 Stunden gestreamt in dem letzten halben Jahr. Wahrscheinlich sogar mehr. Und, ja, dann kann man mal wieder ein bisschen chillen. Der letztjährige FEC hat gezeigt, oder besser gesagt eigentlich der diesjährige, dass man definitiv auch mal einen FEC skippen kann und basically nichts verpasst. Wir bräuchten einen Tank-Chat. Any tanks in the chat? Also dieses Jahr FEC ist fast exakt der gleiche wie letztes Jahr. Klar, das kann man vorher nicht wissen. Aber eigentlich schon. Also ich würde sagen, der nächste FEC wäre relativ wichtig, weil das dann der erste FEC ist, nachdem es, also vermutlich zumindest, oder sehr wahrscheinlich. Aber der nächste FEC wird der erste sein, auf dem es Behemoth-Waffen gibt. Entsprechend dann wahrscheinlich auch Behemoth-Waffen in Gold, die wiederum besser sind als Behemoth-Waffen. Das heißt, der wäre vermutlich relativ wichtig, dass man den mitnimmt, weil es bis dahin auch so gut wie keine Behemoth-Waffen auf den OG-Servern geben wird und die halt auch hunderte Milliarden von Dollar kosten werden, gefühlt. Vor allem, wenn sie noch seltener sind als Crystal oder mindestens genauso selten wie Crystal, dann werden die unfassbar teuer sein, sodass sich der durchschnittliche Spieler sowieso überhaupt nicht leisten kann. Also dann bist du fast schon gezwungen, hier anzufangen. Aber im Jahr drauf ist es recht unwahrscheinlich, dass nochmal so ein großes Update kommt. Also quasi jetzt Behemoth im, sagen wir einfach Dezember, jetzt Behemoth oder sagen wir 25. Behemoth 25, dann erster FEC 26 super wichtig, dann wird aber 26 kein vergleichbares Update kommen, sondern höchstwahrscheinlich gar keins oder nur ein sehr kleines Update.
Das heißt, FEC 27 wird immer noch Behemoth das aktuelle Update sein, das relevante. Und dann wäre FEC 27 wieder einer, den du skippen könntest. Weil es das gleich, mehr oder weniger das gleiche sein wird. Also wird nicht ganz genau das gleiche sein, es wird wieder andere Sachen geben. Aber das Wichtigste, das Endgame-Equipment, hast du dann schon vom letzten Jahr FEC. Und wenn du nicht vorhast, irgendwie mehrere Charakter auszurüsten oder so, kannst du den dann getrost ignorieren und einfach auf Bodeneng chillen. Und dann halt auch einfach ein bisschen weniger spielen, weil du eh schon alles hast. Und dich vorbereiten aufs nächste Update. Geduldig. Also wie gesagt, du hast es ja selber in der Hand. Keiner zwingt dich jedes Jahr neu anzufangen. Und ich finde, alle 2 Jahre sitzt echt nicht so viel. Also, alle 2 Jahre kann man schon machen, FEC. Jedes Jahr bin ich auch der Meinung, muss nicht sein. Also, ich meine, ich mache es trotzdem, aber es hat ja auch andere Gründe als Streamer und so. Aber alle 2 Jahre ist absolut legitim. Weil man ja auch irgendwann mal wieder was Neues einfach spielen will. Und wenn man weiß, dass es den FEC gibt, wo alles so ultra viel schneller geht, dann will man ja auch nicht auf den normalen Server neu anfangen, wo es doppelt so lange dauert. Tanks? Any tanks in the chat? Streamer plus addicted. Ich bin nicht addicted. Ich bin abducted. Was?